Hallo bei Ink Up Your Pen. Heute möchte ich mich mit einem etwas höherwertigen oder hochwertigeren chinesischen Füllfederhalter beschäftigen, den ich euch hier vorstellen will. Und zwar handelt es sich um den Hero H632. Der kommt in solch einer Kiste daher und da könnt ihr, glaube ich, schon dran erkennen, das ist jetzt kein Füllfederhalter, den man aus China bekommt, so für 5 Euro. Aber dazu gleich mehr. Ja, wie immer will ich euch natürlich den Füllfederhalter beschreiben, will euch ein bisschen was zum Material und zum Preis erzählen. Dann machen wir Maße und Gewicht. Dann machen wir einen Schreibtest. Dann sage ich euch, was mir gut gefällt und was mir weniger gut gefällt am Hero H632. Und zum Schluss ziehen wir ein kurzes Resümee. Ich sage euch, wo ihr ihn bekommen könnt, was ihr dafür ausgeben müsst und natürlich, ob ich ihn mir wiederholen würde, hier bei Ink Up Your Pen. So sieht sie aus, die Kiste, in der ich den Hero H632 bekommen habe. Ihr seht schon, die geht so richtig in die Kamera nicht drauf. Ich habe es jetzt extra mal etwas näher gestellt, damit ihr hier die Struktur sehen könnt. Also das ist so eine Holzstruktur, wobei ich glaube, dass, dass es so ein bisschen beklebt ist, sieht aber edel aus, muss ich sagen. Diese ganze Kiste ist auch recht gewichtig, wenn man die so hochhebt. Und ja, hier mit dem Logo von Hero, hier das Logo, hier der Name, chinesische Zeichen, die ich nicht lesen kann. 1931 weist nochmal auf den Beginn der Shanghai Hero Pen Company, die zuerst ja Wolf Pen Manufacturing Company hieß, hin. Die wurde 1931 gegründet und seit 1966, so habe ich es zumindest im Internet recherchieren können, heißt sie Shanghai Hero Pen Company. Ja, so kam die Box hier an. Hier vorne seht ihr auch nochmal so in Gold gehalten, sehr edel. Ich habe mir den gebraucht hier in Deutschland gekauft über eBay Kleinanzeigen. Da hat den jemand als neu veräußert, so sieht er auch aus. Ich habe mir den schon mal angeschaut. Ja, wenn ihr den in China kauft, könnt ihr über AliExpress beziehen. An der Stelle sei wie immer gesagt, ich bekomme nichts von Hero, ich bekomme nichts von AliExpress, wenn ich euch hier die Namen nenne, sondern es geht mir einfach darum, euch hier aufzuzeigen, wo ihr den bekommen könnt. Dann müsst ihr festhalten, chinesischer Füllfederhalter, ungefähr 70 Euro ohne Versand rechnen. Teilweise mit Versand, ohne Versand, das variiert bei den chinesischen Händlern immer so ein bisschen, aber geht mal von 70 Euro ungefähr aus, je nach Umrechnungskurs. Das ist also schon ein ordentlicher Preis, muss man sagen, für einen chinesischen Füllfederhalter. Da bekommt ihr schon Lamy und deutsche Qualität dafür. Also insofern bin ich selber gespannt, was so ein Hochpreismodell aus China dann hier imstande ist zu zeigen. Ja, also wie gesagt, die Aufmachung erstmal sehr edel. Ich glaube, das bekommt ihr in dieser edlen Aufmachung nicht, wenn ihr hier einen deutschen Füllfederhalter kauft, sondern das ist hier schon etwas sehr Spezielles. Ja, hier seht ihr das nochmal, wenn wir aufmachen, ist hier so ein Samt drin. Hier ist auch nochmal das Logo drin, Hero, hier nochmal das Logo von Hero, Name 1931. Ja, alles so ein samtiger Stoff hier nochmal. Dann hier ist der Füllfederhalter, hier ist nochmal so ein Inspektionszeichen drin. Also der hat sich den nochmal einer angeschaut, bevor der den Laden verlassen hat. Ich gehe davon aus, dass es wie so eine Endqualitätskontrolle ist, aber lesen kann ich es leider nicht. So, dann dieser Füllfederhalter selber. Achso, hier drin auch alles sehr edel gearbeitet. Das dürfte, ja, ich würde sagen, harte Pappe, sowas in der Richtung sein. Das hier ist weich. Aber auch in dieser Holzoptik kann ich nicht sagen, der Stift selber ist hier in Samt eingebettet. Also wirklich sehr, sehr hochwertig verarbeitet. Da knarzt nichts, da quietscht nichts. Also ist schon, muss er schon ordentlich drücken, aber alles sehr, sehr gut verarbeitet. Ja, der Stift selber hat den Beinamen Elephant Totem oder Elefantentotem. Wenn man sich damit so ein bisschen beschäftigt, mit dieser Elefantensymbolik, ich glaube, die ist hier ganz gut zu erkennen. Ich will es euch mal zeigen. Also am Clip hier, das ist der Elefantenkopf, der geht dann hier über in den Rüssel. Und deswegen auch Elefantentotem genannt.
Wenn ihr euch damit so ein bisschen beschäftigt, Elefantensymbolik, brillante Menschen, Forscher, Wissenschaftler, das wird denen mit dem Zeichen Elefant nachgesagt, denen ist Familie wichtig, haben ein Faible für Schwache und Hilflose, sind loyal. Und der Elefant hat Instinkte und diese Instinkte des Elefanten, die bringen uns eben auch an ihr Ziel. So viel, ja, was man dem Internet so ein bisschen entnehmen kann, was mit dem Elefantentotem da verbunden wird. Ich merke gerade, hier ist es nicht ganz scharf. So, jetzt ist es besser. Okay, so viel dazu. Ja, dann schauen wir uns den Füllfederhalter selber mal an. Also, wie gesagt, Kappe hatte ich euch schon gezeigt. Wenn wir hier mal ein bisschen rangehen, dass ihr das auch gut sehen könnt. Die Kappe, das Ganze ist ein Metallfüllfederhalter mit schwarzem Lack überzogen, schwarz-golden. Ist so ein klassischer Füllfederhalter, denke mal, in so einer 70-Euro-Liga in China erwartet man so etwas eigentlich auch. Und da wird man jetzt nicht auf knallbunte Farben setzen, sondern das ist eher etwas, was so den gediegeneren Auftritt vielleicht widerspiegeln soll. Ja, zur Kappe selber ist eine Steckkappe. Könnt ihr hören, die sitzt gut fest, also da habt ihr kein Problem, da wackelt auch nichts, da ist kein Spiel drin, also sehr schön. Nehmen wir die Kappe mal ab, legen den Füllfederhalter mal nebenhin. Sehr gewichtig, hat hier eine Innenkappe, oben mit einer Schraube befestigt, ihr seht es hier. Ein goldenen Abschlussstück, Kappenkopf in schwarz. Der Clip selber hier mit einem breiten Metallring angebracht, ich weiß gar nicht, da wird man unten die Schraube lösen müssen, den kann man nicht so auseinanderdrehen. Ja, also alles sehr edel. Hier chinesische Zeichen, ich kann sie mal ein bisschen näher holen. Dann das Hero-Logo, dann der Name Hero für die Fabrik und hier das Modell H632. Ich hoffe, ihr könnt es so ganz gut erkennen. Ja, wertige Kappe, gewichtig, schwer, legen wir nebenhin. Schauen uns mal den Füllfederhalter an. Feder, so eine Dual-Tone-Feder. Könnt ihr mir vorstellen, dass die hier vergoldet ist bei dem Preis, aber ich muss euch sagen, es steht nicht mit drauf. Ich habe mir auch die anderen Angebote in China mal angeschaut. Auch da ist es nicht hundertprozentig sicher, dass es sich hier um eine wirklich hochwertige Vergoldung handelt. Das kann ich nicht genau sagen. Ja, aber ist ein klassischer Stift. Ihr seht ihn, wenn ich ihn hier so in der Hand nehme, der passt sehr gut in meine Hand und liegt auch gut in der Hand. Sehr griffig. Die Feder selber gestaltet wie die typische Hero-Feder mit dem Logo und Hero drunter. Der Tintenleiter, auch ein Kunststoff-Tintenleiter, typisch für Hero. Ja, da gibt es wenig zu sagen. Schrauben wir mal auf. Hier haben wir Metallgewinde auf Kunststoffgewinde. Ihr wisst, ich habe immer so ein bisschen meine Probleme damit. Wird man sehen, wie lange sowas hält. Aber schauen wir uns hier erstmal das Griffstück an. Hatte ich euch schon gesagt, sehr griffig. Ein Hero gebrandeter Konverter ist mit dabei. In so einem, auch vom Kunststoff her, in so einem leichten Grün gehalten. Ihr seht es hier, ich habe noch keine Tinte drin. Befülle ich nachher. Ja, also so wie wir es auch kennen, mit Konverter dabei. Alles wie es bei den billigen chinesischen Füllfederhaltern auch ist. Ja, Schaft hier nochmal stabilisiert mit einem massiven Metallstück. Klassischer schwarzer Lack hier oben am Kappenkopf sage ich schon, am Schaftende mit dem Abschluss- und Endstück hier nochmal abgesetzt mit so einem, wie so leicht Zahnrad-ähnlich versehenen Metallstück, einem breiten Metallstück, also nicht nur so ein dünner Ring, sondern so ein doppelgeränderter Ring. Sieht sehr edel aus, muss man sagen. Können wir mal einen Blick reinwerfen, ja, sieht man nicht viel. Also alles schweres Metall, keine Frage. Okay, dann schrauben wir erstmal wieder zusammen. Klassisches Stück, ihr seht es hier. Denke mal, wir werden mal auf die Schreibeigenschaften gucken. Und dazu würde ich ihn jetzt erstmal mit Tinte befüllen. Und dann machen wir als nächstes, nachdem ich ihn mit Tinte befüllt habe, Maße und Gewicht und kommen dann zum Schreibtest.
Maße und Gewicht. Ich habe den Füllfederhalter mittlerweile mit Tinte befüllt. Ich habe mich für Waterman Audacious Red entschieden. Und so wie er hier vor euch liegt, mit Konverter mit Tinte befüllt, bringt er 53 Gramm auf die Waage. Also schon ein mächtiger Füllfederhalter, von dem man sagen kann, der liegt auch richtig schwer. Nicht zu schwer, aber angenehm schwer in der Hand. Er misst im geschlossenen Zustand, so wie ich ihn jetzt hier liegen habe, 14 cm. Geöffnet zum Schreiben. Oh, wir haben gerade sehr viel Tinte dran. Moment, da muss ich einmal kurz ein bisschen die Tinte wegnehmen. So, dann habe ich gerade eben nämlich befüllt. So, wie ich ihn jetzt hier vor euch halte, da misst er 12,9 cm. Ihr seht es, in meiner recht großen Hand liegt er eigentlich sehr gut drin. Er hält sich sehr, sehr angenehm. Also da merkt man wirklich die Qualität dieses Füllfederhalters. Man kann die Kappe auch aufstecken, aber wie ihr euch schon denken könnt, dann wird das ein richtig kopflastiger Füllfederhalter. Ihr wisst, ich bin sowieso kein Freund vom aufgesteckten Verwenden des Füllfederhalters. Dann messen wir hier 16 cm. Das ist mir also eindeutig zu viel. Deswegen werden wir hier auch wieder abnehmen, die Kappe. Und dann kommen wir gleich zum Schreibtest. Wir haben heute hier vor uns den Hero H632. Wofür das H steht, die Hero-Modelle sonst haben ja einfach nur eine Nummer, vielleicht für Heritage. Ich kann es mir da nur denken oder kann die Vermutung hierzu anstellen. Habe da auch keinen Hinweis gefunden. Vielleicht wisst ihr das ja, wenn ihr diesen Füllfederhalter auch habt oder euch mit der Firma Hero intensiver beschäftigt habt. Vielleicht könnt ihr dazu in den Kommentaren was sagen. Der hat die Zusatzbezeichnung Elefantentotem. So, das dürfte sein eine F bis M Feder, würde ich sagen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Schreibt sich auf jeden Fall sehr angenehm. Erster Eindruck. Und Tinte ist Waterman Audacious Red. Papier ist wie immer Clairefontaine. DCP 160 Gramm. Okay, so viel dazu. Und dann könnt ihr wie immer hören, wie der Füllfederhalter hier über das Papier gleitet. Ich denke, ihr habt es gehört, das klingt ganz fantastisch. Also ich denke eher, es ist eine M-Feder, je öfter oder je länger ich damit schreibe. Sie ist, wie gesagt, da nicht bezeichnet. Ich glaube, auf den chinesischen Seiten, also bei AliExpress, bei den chinesischen Anbietern, wird sie als 0.5/0.6 beschrieben. Also 0,6 sieht schon ganz gut aus. Also so der M-Bereich, glaube ich, ist der entscheidende. Okay, also es klingt wirklich sehr, sehr gut. Es schreibt sich sehr, sehr angenehm, richtig hochwertig vom Schreibgefühl her. Absolut klasse, muss ich sagen. Dann haben wir einen Moment offen gelassen und dann versuchen wir mal schnelles Schreiben und schauen mal, ob er sofort da ist. Ja. Ihr seht auch hier, kein Problem. Füllfederhalter ist sofort da, gibt keine Schwierigkeiten. Und ja, es klingt auch sehr gut, klingt sehr angenehm. Leichtes Feedback ist zu hören, das denke ich, habt ihr auch gehört. Aber wirklich sehr, sehr hochwertig und angenehmes Geräusch. Okay, dann versuchen wir mal verkehrt herumzuschreiben. Da wird es ja deutlich dünner.
Aber es ist nicht wirklich unangenehm. Ihr könnt es am Schreibgeräusch immer hören. Ihr seht, er hält durch. Ich denke mal, da sind wir im Bereich EF. Hoppla. So. Im Bereich EF, aber es schreibt sich entgegen, vielleicht nicht entgegen der Erwartung, weil es ist ja ein hochwertiger Füllfederhalter. Irgendwo muss das Geld ja stecken, warum Hero hier ungefähr 70 Euro für verlangt. Und es steckt, glaube ich, eindeutig hier auch in der Feder. Also es klingt sehr angenehm, kann man theoretisch auch verkehrt herumschreiben und ist jetzt nicht unangenehm, nicht kratzig, aber ist jetzt auch nicht mein Favorit. Schreibt man ja auch nicht dauernd verkehrt herum. Dann schauen wir mal, ob wir ein bisschen Variation hineinbekommen. Ja, ist doch eher eine feste Feder, recht hart. Hier seht ihr ein bisschen Variation hier und hier. Also ja, ist mit Sicherheit nicht sehr flex, sondern eher eine harte, steife Feder. Aber wie gesagt, nicht kratzig, nicht unangenehm. Tintenfluss schauen wir uns nochmal an. Ja, hervorragend, seht ihr schon. Das ist wirklich sehr, sehr gut. Okay, so viel zum Schreibtest des Hero H632. Entschuldigung, so ist der richtige, korrekte Titel. Hero H632 Elefantentotem. Und dann sage ich euch als nächstes, was mir gut gefällt und was mir weniger gut gefällt. Was gefällt mir gut und was gefällt mir weniger gut am Hero H632 Elefantentotem? Ich zeige euch hier nochmal die Box und hier nochmal den Füllfederhalter, damit ihr euch das nochmal hier anschauen könnt. Also, ich muss sagen, diese edle Geschenkbox, die macht schon was her. Wenn ihr also ein Geschenk sucht für irgendjemanden und bereit seid, um die 70 Euro auszugeben, natürlich auch mit der entsprechenden Wartezeit. Bei AliExpress Minimum sind so 14 Tage, wenn es ein Schnellversand ist. Wenn ihr da bereit seid dafür, das sieht schon sehr gut aus. Konverter ist dabei, ist aber Standard, sage ich mal, selbst bei Füllfederhaltern hier in Deutschland öfter mal so, dass man sagen muss, okay, das ist in der Preisklasse ist es schon vielleicht mit dabei. Nicht immer, aber vielleicht. Ich habe euch vorhin übrigens gar nicht gezeigt, hier dieser Elefantenclip, der ist ganz hervorragend. Der ist wirklich absolut funktional. Der gefällt mir auch ganz gut. Ich weiß nicht, ob jetzt dieser Elefantentotem, ob jetzt mir da die Kraft des Elefanten übertragen wird, wenn ich diesen Stift benutze. Nee, Spaß beiseite. Ich finde es ganz nett. Ich glaube, chinesische Füllfederhalter haben ja öfter was mit dieser Symbolik oder mit verschiedenen symbolischen Darstellungen zu tun. Insofern finde ich es schön. Ich finde es auch nicht übertrieben, weil dieser Clip sieht gut aus, macht aber jetzt nicht so viel Tamtam, dass man sagt, ob ich den mit ins Büro nehme. Das müsste ich mir noch überlegen. Was mich aber besonders begeistert hat, ist diese hervorragende Feder. Der Tintenfluss ist hervorragend, die Schreibeigenschaften sind hervorragend. Das Gewicht, wie er in der Hand liegt, wirklich sehr, sehr wertig. Da braucht er auch Edelmarken oder bekannte westliche Marken überhaupt nicht zu scheuen, muss ich sagen. Wirklich ganz, ganz klasse, Tintenfluss hervorragend. Ihr habt es alle gesehen. Das gefällt mir also alles wirklich sehr gut. Was gefällt mir weniger gut? Eigentlich ist mir da nichts eingefallen. Außer der Preis vielleicht. Aber seien wir mal ehrlich. Ich glaube, diesen Gedanken, ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn es kein chinesischer Füllfederhalter wäre und ich über 70 Euro sprechen würde, dann liegen wir da bei den günstigen oder da liegen wir bei Lamy auf jeden Fall. Da liegen wir vielleicht auch bei Pelikan. Da liegen wir auch bei italienischen Füllfederhaltern in der Einstiegsklasse, wenn er die günstig bekommt. Wir würden, glaube ich, über 70 Euro nicht sprechen, wenn es nicht ein chinesischer Füllfederhalter wäre. Weil man da immer noch so ein bisschen, denke ich mal,
dieses Billig-Image hat. Und das hat dieser Füllfederhalter überhaupt nicht verdient. Der ist aus meiner Sicht ein ganz, ganz hervorragendes Schreibgerät. Ob ich dafür 70 Euro ausgeben würde oder mir dann eher einen der Konkurrenz holen würde, die ja in diesem Preissegment, ich sag mal, deutlich vertreten ist. Das ist keine Frage. Das ist eine Geschmacksfrage. Da kann man den Füllfederhalter mal ausprobieren. Aber von den Schreibeigenschaften steht der einem Waterman zum Beispiel, muss man jetzt natürlich mal wieder das Modell anschauen, aber einem Waterman in vergleichbarer Preisklasse um nichts nach. Und deswegen will ich eigentlich von dieser Preisdiskussion ein bisschen weg. Ich weiß nicht, ob ich ihn mir wirklich für 70 Euro gekauft hätte. Und dann sind wir auch schon bei meiner Empfehlung. Ich habe den über eBay Kleinanzeigen recht günstig bekommen, so um die 20, 30 Euro. Und wenn ihr den dafür bekommt, habt ihr meine absolute Kaufempfehlung. Und bei 70 Euro müsst ihr halt schauen, ob die Konkurrenz euch da besser gefällt, ob der dann besser in der Hand liegt. Aber ich mag die schweren Füllfederhalter. Ich finde, das ist einfach, der liegt einfach genial in der Hand. Klassisches Modell, wer den fürs Büro haben möchte, ist nicht eine übertriebene Symbolik drauf, mit irgendwelchen sehr, ich sag mal, abgehobenen Figuren, die manchmal so bei Jinhao vielleicht drauf sind, auf den höherwertigeren, da werde ich euch auch demnächst nochmal einen vorstellen. Aber da kriegt ihr einen ganz hervorragenden Füllfederhalter, der, glaube ich, so ein bisschen drunter leidet, dass eben Hero auch recht günstige, preiswerte Füllfederhalter herstellt. Und jeder, der hört, ihr habt euch einen Hero gekauft und kennt sich so ein bisschen aus, wird sagen, ah ja, es ist ein günstiger. Nee, ist es nicht. Wenn ihr den wirklich original, also der war auch neu, aber eben nicht aus erster Hand. Wenn ihr den da kauft, legt ihr 70 Euro dafür hin. Mir fällt jetzt gerade das Modell von Waterman nicht ein, über was ich gerade nachgedacht habe, was so ähnlich vom Schreibgefühl her ist. Aber muss ich sagen, wirklich eine absolute Kaufempfehlung. Die Konkurrenz zu Lamy, zu Kaweco vielleicht, die muss er aus meiner Sicht überhaupt nicht scheuen. Und als Geschenk mit dieser, ich zeige es hier nochmal, mit dieser Verpackung hier, da müsst ihr erstmal eine Weile suchen. Ja, soviel zum Hero H632 Elefantentotem. Jetzt würde mich interessieren, habt ihr ähnliche Erfahrungen gemacht? Kennt ihr den Füllfederhalter? Habt ihr vielleicht andere hochwertige Hero-Füllfederhalter? Darüber würde ich mich in den Kommentaren freuen, wenn ihr darüber berichtet. Und dann sehen wir uns das nächste Mal bei Ink Up Your Pen.